Hallo Leute und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich wieder nicht alleine, sondern mit meinem Ehemann Tobias. Hallo. Danke, dass du heute wieder da bist. Bitte. Ich freue mich auf unser heutiges Gespräch. Du weißt, ich spreche sehr gerne über Finanzen. Ja, Deshalb reden wir heute wieder über Finanzen. sehr gut. Ja, ist ein wichtiges Thema. Dein Lieblingsthema, oder? Unbedingt. Unbedingt. Leute, unser Thema heute ist unsere größten Geldfehler. Also wir sind seit 11 Jahren zusammen, 10 Jahren? 11. Seit 11 Jahren zusammen und den einen oder anderen Fehler haben wir mal gemacht. Deshalb sprechen wir heute darüber. Bitte unterstützt uns mit einem Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, schreibt gerne in die Kommentare, worüber wir noch sprechen sollen, welche Themen euch interessieren und teilt mit uns, welche finanziellen oder Geldfehler ihr in den letzten Jahren oder in eurem Leben gemacht habt. Was lachst du? Oh nein, nur so. Ist spannend, oder? Ja, wir freuen uns zu hören, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt. Das ganze Skript von unserem Gespräch mit nützlichen Redemitteln und Vokabeln habe ich für euch in einer kostenlosen PDF-Datei vorbereitet. Den Link zu der PDF-Datei findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Klickt auf den Link, ladet euch die PDF-Datei herunter. Am besten, ihr macht das jetzt sofort und lernt während des Videos. Okay, es geht los! Der Grund, warum ich über dieses Thema sprechen möchte, ist, weil es vor allem für Zuwanderer wichtig ist, zu wissen, was man vielleicht nicht machen sollte in Deutschland. Welche Fehler typisch sind oder häufig passieren können. Und welche ihr vermeiden könnt. Und vor allem, vielleicht können wir mit dem ersten Fehler von uns anfangen. Ich sehe das als Fehler, den wir ganz am Anfang von unserer Beziehung gemacht haben. Weißt du, was ich meine? Es war einmal vor 10 Jahren und wir haben unsere erste Wohnung gemietet. Genau, also die Miete von unserer ersten Wohnung, da haben wir meiner Meinung nach einen größeren Fehler gemacht. Siehst du das auch als Fehler? Es wäre schön gewesen zu wissen, wie es anders geht. Ja, was wir gemacht haben war, Tobias hat eine Wohnung gefunden und diese Wohnung wurde aber von einem Makler vermietet, korrekt? Ja. Ja. Und damals mussten die Mieter die Maklergebühren zahlen. Also nicht die Vermieter, sondern die Mieter. Das heißt, die Wohnung war nicht besonders schön, aber wir mussten trotzdem die Maklergebühren übernehmen. Und somit haben wir 2.500 Euro. Nee, so viel war das nicht. 2.000? Also es war schon über 2.000 Euro. Ich glaube nicht, Aber lass das 1,5 oder 2.000 Euro sein. Und das waren nur die Gebühren an den Makler dafür, dass wir selber die Wohnung gefunden haben. Ja. Der Makler hat gar nichts gemacht. Und das ist bis heute so, dass ich denke, boah, wir waren so jung und so dumm. Ja, wie siehst du diese Situation? Du warst ja auch derjenige, der nach der Wohnung gesucht hat, das alles bezahlt hat. Wie ist dein Eindruck jetzt 10 Jahre später? Was hättest du besser machen sollen? Der große Vorteil ist, dass es heute nicht mehr dieses Problem gibt, weil heute die Mieter nicht mehr den Makler bezahlen. Ja. Das Gesetz wurde geändert. Aber natürlich ist eine Sache so, wir hätten uns vorher damit beschäftigen können, wir hätten schauen können, okay, wo ist das vielleicht anders, wo hätten wir direkt von privat mieten können, dass das halt nicht über einen Makler gekommen wäre. Hätten wir dann eine gleiche Wohnung gekriegt, keine Ahnung, aber zumindest hätten wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit da reinstecken können. Aber ich wollte damals auch schnell eine Wohnung haben und ist dann halt so gelaufen, heute würde ich es anders machen. Gibt es noch andere Punkte, auf die man achten sollte, wenn man eine Wohnung in Deutschland mietet? Also okay, das ist der eine Punkt, also der eine Fehler, den wir gemacht haben mit dem Makler. Vielleicht gibt es noch ein paar Tipps, die du geben kannst, wenn man hier ganz neu ist und eine Wohnung mieten möchte. Was sind so die typischen Stolpersteine?
Also ein Thema ist zum Beispiel, was wir auch immer gesagt haben, als wir jetzt unsere jetzige Wohnung gesucht haben. Wir haben uns da auch Wohnungen angeguckt an einer Straße zum Beispiel oder an einer Tramstation, also Straßenbahnstation. Und da muss man halt immer wissen, okay, das ist sehr laut. Das heißt, man muss auch gucken, wo die Wohnung ist und ob man damit klarkommt, was die Wohnung mit sich bringt. Wir haben uns eine Wohnung angeguckt, da war auf der einen Seite eine 4-spurige Straße und auf der anderen Seite ein Kindergarten. Und wir haben die Wohnung nicht genommen. Es wäre sehr laut gewesen, sowohl auf einer als auch auf der anderen Seite. Genau. Und deswegen, das ist so, da muss man schon ein bisschen mehr drüber nachdenken und auch sagen, man ist am Wochenende bei der Besichtigung und da ist vielleicht auf der Straße nicht so viel los. Aber wie ist das unter der Woche, wenn ganz viele Leute da lang fahren? Also das muss man dann auch beachten. Oder zum Beispiel, dass man die Mietverträge liest, ob die Miete fix ist, ob da eine Staffelmiete drin ist. Genau, in Deutschland gibt es noch so ein ganz interessantes System. Es gibt Staffelmiete und Indexmiete oder Fixmiete. Kannst du dazu etwas sagen? Wollte ich ja gerade. Bitte. Fixmiete ist halt, die Miete ist fix und irgendwann könnt ihr theoretisch eine Mieterhöhung bekommen, halt im rechtlich zulässigen Rahmen. Dann gibt es die Staffelmiete, das heißt dann zum Beispiel, okay, die Miete steigt jedes Jahr um 50 € oder jedes Jahr um so und so viel Prozent. Und dann gibt es die Indexmiete, das heißt, die ist dann zum Beispiel an die Inflation gebunden. Wenn die Inflation 2% im Jahr ist, dann steigt der Mietpreis auch um 2%. Aber auf der anderen Seite, wenn zum Beispiel die Inflation negativ wäre, sinkt die Miete auch wieder, also weniger häufig passiert wahrscheinlich. Aber ja, diese 3 Mietformen gibt es eigentlich. Das heißt, da muss man natürlich auch gucken, dass man da nicht eine böse Überraschung nach einem Jahr bekommt, dass die Miete steigt und man rechnet nicht damit. Aber auch eine andere Sache bei Mieten, man kann auch schon häufig darüber diskutieren, wenn du eine Mieterhöhung hast, mit der du nicht einverstanden bist, die vielleicht zu hoch ist. Also, oder da kann man auch schon schauen, ob man mit dem Vermieter darüber spricht. Es kommt darauf an, wer dein Vermieter ist. Ja. Also, wenn du irgendeine große Vermietergesellschaft hast, dann wirst du da auch wenig diskutieren können. Ja. Okay. Ja, das war der erste Fehler, den ich ansprechen wollte in unseren gemeinsamen 11 Jahren. Hast du vielleicht etwas, was du gerne teilen möchtest? Ja, wir haben einmal in ein Krypto-Projekt investiert, wo ich auf andere Leute gehört habe, die mir gesagt haben, ja, investier mal da rein. Da haben wir auch gemacht, das ist gut. Ich dachte, du hast das Projekt gefunden. Nein. Ja, es war kein gutes Investment. Das Geld ist weg. Oder jemand anders hat es jetzt. Es hat sehr doll wehgetan. Das hat sehr doll wehgetan, ja. Aber das war der erste Hype-Cycle, sag ich mal. War das der erste? Ja, unser. Ah ja. Im Kryptomarkt. Und das war kein gutes Investment und seitdem investiere ich nicht mehr, wenn ich das Team nicht kenne und wenn ich mich nicht vor allem damit beschäftigt habe. Ich habe mich damals damit beschäftigt und die Idee war schon gut davon, aber hätte ich mich noch mehr damit beschäftigt und mir ein paar mehr Wochen Zeit genommen, dann hätte ich auch damals schon sehen können, dass das kein gutes Investment gewesen wäre, auch wenn die Idee grundsätzlich gut war, was sie gemacht haben. Und ich glaube auch noch ein anderer Fehler dabei war, dass wir direkt so viel Geld investiert haben. Ja, das war halt das Mindeste. Man konnte nicht weniger. Ja. Nur mehr. Was ist generell dein Tipp bei Investments? Was ist die sichere Wahl? Worauf sollte man, wenn man noch gar keine Ahnung hat, aber ein bisschen diversifizieren möchte, also nicht nur in Fonds investieren, sondern ein bisschen diversifizieren? Was ist der einigermaßen safe way to do that? Lass es. Wow. Naja, wenn du keine Ahnung davon hast und gerade erst anfängst. Wie würdest du vorgehen, wenn du darüber lernen wolltest? YouTube. Okay.
Also seht ihr Leute, auf YouTube kann man alles lernen. Man kann auch bei Instagram lernen oder TikTok. Man muss es nicht nur für irgendwelche Eisbucket, gibt es überhaupt noch so? Eisbucket Challenge? Weiß ich nicht. Dafür benutzen, sondern Bitte, oh mein Gott, Alterstest. Wer von euch kennt Eisbucket Challenge? Bitte schreibt jetzt in die Kommentare. Das war ja vor 20 Jahren das Ding. Naja, 10, also come on. Wir waren schon zusammen. Nein, ich habe Eisbucket Challenge zu Hause gemacht, als ich noch mit meinen Eltern gelebt habe. Ja. Ja, Verrückt. Aber damals gab es schon Social Media, da gab es schon Instagram. Jahre. Genau, sucht euch da einfach, gebt da ein, Portfolio-Start, Portfolio aufbauen. Glaubt niemandem, der euch sagt, gib uns dein Geld und wir garantieren dir auf jeden Fall einen gewissen Gewinn. Es gibt keine Garantien am Finanzmarkt, aber genau so würde ich starten und dann kann man sich halt Stück für Stück daran arbeiten mit einfachen Investments. Und dann würdest du ein Konto eröffnen, nur für Backup, also so ein Sicherheit-Notfallkonto, wo du Geld hast für einen absoluten Notfall, oder würdest du einfach schauen, wie du dein Geld generell managst? Es ist immer gut, ein Backup-Konto zu haben, meiner Meinung nach. Wie viel Geld würdest du im Monat auf das Backup-Konto überweisen? Das kommt auch an, wie viel Geld man verdient und wie viel man zur Seite packen kann. Ich würde auch nicht zu viel auf das Backup-Konto packen, weil am Ende häufig zahlen die Konten dann keine Zinsen. Und dann bringt das also auch das wieder Geld nichts. Verliert dann nur an Wert. Genau. Und deswegen ein Konto für die monatlichen Ausgaben, ein Konto fürs Investieren bzw. irgendein Depot und ein Konto als Backup-Konto, wenn die Waschmaschine kaputt geht. Ja, oder Zahnarzt. Ja. Es gibt halt ganz oft Arztrechnungen, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Klar, die Versicherung zahlt Viel. die meisten Sachen, aber nicht Es immer. ist immer gut, einen kleinen Puffer zu haben. Fällt dir spontan noch was ein, was wir in den letzten 11 Jahren hätten besser machen können? Wir sind nicht so gut vorbereitet auf dieses Video. Weniger in Urlaub fahren. Wow! Finanzielle Fehler. Wir sind zu viel in Urlaub gefahren. Nee, war schon okay. Auch schon okay. Yay. Ich glaube, wir haben nicht so viele finanzielle Fehler gemacht. Okay, ich sage einen Fehler, kein Fehler, es ist etwas, was ich wahrscheinlich schon längst gemacht hätte. Wir haben das aber nicht gemacht, weil Tobias sehr verantwortungsbewusst mit unserem Geld umgeht normalerweise. Ich möchte seit Jahren ein Auto haben. Ich wusste, dass das kommt. Ja? Du kennst mich doch sehr gut. Ja. Also ich möchte seit Jahren ein Auto haben, aber wir wohnen sehr zentral in der Stadt und wir brauchen logischerweise kein Auto. Wir arbeiten beide von zu Hause aus. Aber es ist so schön und so Das ist ein schöner Luxus. Was sind deine Argumente gegen ein Auto? Wir brauchen keins. Wir wohnen mitten in der Stadt. Wir können uns eins mieten, wenn wir mal eins brauchen. Mit welchen Kosten ist ein Auto verbunden? Kannst du das vielleicht aufzählen für unsere Zuschauer? Kraftstoff, Ja. Steuern. Kraftstoff übrigens, Benzin oder Diesel. Also Kraftstoff, Steuern, Versicherung. Dann, je nachdem, wenn man ein Auto kauft, aber es halt nicht, wenn man es least oder finanziert, muss man die monatliche Abzahlung dafür bezahlen. Und ja, das sind eigentlich Welche Versicherungen braucht man beim Auto? Kfz-Versicherung. Und welche Steuern zahlt man da? Kfz-Steuern. Ah ja. Kraftfahrzeugsteuer. Ja. Ah ja, interessant. Naja, ich sehe das noch nicht, dass wir ein Auto kaufen. Richtig, wir brauchen es ja auch noch. Also Leute, ihr wisst, wenn wir irgendwann ein Auto haben, dann sind wir wahrscheinlich umgezogen. Ja, Bis dahin gibt es nur ein Fahrrad. reicht auch. Ist auch schön. Ich wollte noch ein Thema ansprechen, bei dem man häufig
entweder überfordert ist oder Fehler macht. Bei Versicherung. Ganz genau. Wir haben da zum Glück einen sehr guten Berater. Also da würde ich sagen, haben wir keine Fehler gemacht oder nicht so viele. Aber damit ist man als Zuwanderer sehr häufig sehr schnell überfordert. Hast du da ein paar Tipps, wie man mit Versicherungen in Deutschland umgehen sollte und vor allem, wie man herausfindet, was man braucht? Was sind so die Basic-Versicherungen, die man braucht? Ist immer die Frage, was man macht, aber man sollte auf jeden Fall eine Haftpflichtversicherung haben. Was ist das? Dass, wenn du irgendwo was kaputt machst, sagen wir, du bist bei einem Freund zu Hause und lässt eine Ming-Vase fallen. Ich weiß nicht, ob dafür die Versicherungssumme ausreicht, aber das übernimmt dann halt die Versicherung. So eine Glas- und Hausratsversicherung. Das heißt, wenn jetzt hier in der Mietwohnung zum Beispiel das Glas kaputt geht oder wenn deine Wohnung überschwemmt wird, also wenn da Wasserschäden sind, dann zahlt das die Hausratsversicherung. Wenn zum Beispiel das Sofa kaputt geht oder die Stühle kaputt gehen. Also nicht deine eigenen, sondern von dem Vermieter? Nee, dein Hausrat ist versichert. Alles, was in deiner Wohnung ist. Aber nicht, wenn du das selber kaputt gemacht hast? Wenn eine Flut kommt. Ach so, ja klar. Oder ein Wasserschaden kommt oder sonst was. Dann wird das halt dadurch gemacht. Dann, wenn man ein Auto hat, sollte man eine Kfz-Versicherung haben. Ich glaube, du hast die wichtigste Versicherung in Deutschland nicht genannt. Krankenversicherung? Ja. Musst du sowieso haben. Das ist Pflicht. Naja, genau. Welche Versicherungen sind Okay, eine Krankenversicherung. Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Ist Pflegeversicherung auch eine Pflicht? Müsste auch Pflicht sein, ja. Und ich meine, wenn man arbeitet, ist sowieso Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung. Deutschland. Es sind noch mehr. Das ist noch, Es sind noch mehr? Ja. Leute, wollt ihr ein separates Video nur über Versicherungen haben? Dann müssen wir erstmal ein bisschen Recherche betreiben. Aber dann. Und einen großen Disclaimer drunter packen. Keine Beratung. Keine Beratung. Aber wir könnten zumindest darüber sprechen, auch welche Versicherungen wir haben. Wir haben auch so viele. Ja. Zumindest können wir teilen, was wir haben und ob wir das nutzen. Wir nutzen eigentlich nur die Krankenversicherung und die Rechtsschutzversicherung. Und die Krankenversicherung nutzen wir eigentlich auch nicht wirklich. Also ein bisschen halt, ne? Aber ja. Es gibt halt noch ein paar Sachen. Wenn man zum Beispiel Dachdecker ist, kann man noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung machen. Wenn man vom Dach fällt, dass man, auch wenn man den Job nicht mehr machen kann, trotzdem Geld bekommt. Und nicht komplett arm ist danach. Also es gibt schon einiges an Versicherungen, aber sowas wie Hausrat, Haftpflicht, das ist halt, also Krankenversicherung ist sowieso eine Pflichtversicherung in Deutschland. Das sind schon sehr, sehr, sehr wichtige Versicherungen. Und ich meine, am Ende jede Versicherung, die ihr abschließt, die beste Versicherung ist die, die ihr nicht braucht, wofür ihr nur Geld ausgebt. Aber am Ende gibt es halt doch ein paar Versicherungen, die gut und wichtig sind. Dann braucht man kein Notfallkonto, wenn man eine Versicherung hat. Ist trotzdem nicht verkehrt, weil wenn die Waschmaschine kaputt geht, es gibt bestimmt auch eine Versicherung dafür, wenn deine Waschmaschine kaputt geht. Aber die würde ich vielleicht nicht abschließen, je nachdem wie teuer sie ist, aber ja. Sehr gut. Ich glaube, das ist erstmal alles, außer du hast vielleicht noch Ideen, was wir hätten besser machen können oder wofür hättest du Geld ausgegeben, aber dachtest, also bei mir war das ja ein Auto und bei dir hättest du für irgendwas Geld ausgegeben, aber dachtest, boah, das ist unnötig, mache ich nicht. Ein Auto? Ja, also du hättest auch gerne ein Auto? Natürlich, sehr schön. Das ist auch keine News für dich. Ansonsten... Ich habe meinen Mann herausgefordert mit meiner Frage. Aber es ist so schön, oder? Wenn man so wunschlos glücklich ist. Ja, ich bin wunschlos glücklich. Das ist so cool. Ja. Also du hast wirklich nichts, wofür du unnötig Geld ausgegeben hättest? Nein. Nein. Eine Uhr. Ah ja. Das ist was. Ja. Okay. Dann, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß mit uns. Bitte denkt unbedingt daran, uns einen Daumen nach oben zu geben, abonniert meinen Kanal
Und ladet euch unbedingt die kostenlose PDF-Datei herunter, lernt neue Vokabeln, neue Ausdrücke und macht eine Übung dazu. So, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder im Podcast. Bleib dran. Ich bin da. Du bist da. Lass es uns in den Kommentaren wissen, welche Themen wir als nächstes ansprechen sollen. Ansonsten, danke, dass du dabei warst. Gerne, wie immer. Und bis bald. Bis bald. Bleib dran und bleib fleißig. Ciao. Ciao.